Hallo meine Lieben. Ich hatte vor einer Weile schon gesagt, dass es noch ein weiteres Video geben wird zur Brother Skitch, der kleinen Stickmaschine, weil ich durchaus von der einen oder anderen gehört habe, dass sie da ein bisschen Probleme damit hatten. Und ja, da wollte ich mal gucken, was ich euch da noch für Tipps mit auf den Weg geben kann, weil in den allermeisten Fällen ist es ja so, dass das Problem vor der Maschine sitzt und nicht in der Maschine. Und da nehme ich mich nicht aus, ne? Versteht mich nicht falsch, das passiert auch mir. Aber ich wollte halt so ein paar Sachen zusammensammeln, die euch dann helfen könnten. Und heute mache ich das Ganze nicht allein, sondern ich habe jemanden bei mir. Das ist die Andrea vom Kreativchalet. Die kennen sicher viele von euch auch schon. Sie hat ein bisschen mehr Erfahrung auch mit dem ganzen Sticken und von dem her dachte ich mir, das ist eine super Sache, wenn wir das zusammen machen. Und ja, ich würde sagen, wir starten auch gleich nach dem Intro. Und so schnell geht's. Sie sitzt auch schon hier, die liebe Andrea, die heute bei mir ist. Vielen lieben Dank, dass du heute dabei bist und mir so ein bisschen hilfst bei diesem ganzen Thema. Danke, dass ich hier sein darf. Habe mich sehr gefreut. Ja, wunderbar. Ich hatte ja gesagt, wir haben so das Thema, dass das Problem meistens vor dem Gerät sitzt und nicht im Gerät drinne. Und da nehmen wir uns beide, glaube ich, nicht davon aus. Und ich kann euch ein Beispiel zeigen, das habe ich hier sogar eingespannt. Kenne ich die Maschine so gut, dass ich das... Ne? Das ist mein Beispiel, was schiefgelaufen ist, nämlich, dass ich den Faden nicht richtig eingespult habe und so ist der ganze, also der Oberfaden wäre nicht weiß, der wäre eigentlich schwarz. Und ja, das war dann ganz einfach weiß, weil ich nicht richtig eingefädelt habe und der ganze Unterfaden hochkam. Ne? Das ist einer. Und der zweite, den ich falsch gemacht hatte, war, ich hatte das hier unten gereinigt. Und als ich das wieder eingesetzt habe, saß die nicht richtig und ich wollte dann weiter sticken und dann ist die quasi rausgesprungen. Ja. Hattest du auch solche Erlebnisse? Ja, also das mit dem Unterfaden, das hatte ich auch zu Beginn. Da hat auch was nicht gestimmt, was ich dann gesucht habe. Und ein zweites Problem, das ich noch hatte, ich habe eine Stickdatei zu stark verkleinert und habe dann eine gebrochene Nadel kassiert. Ja. Und falls euch das alles noch nicht passiert ist, wir erzählen euch gleich auch noch so ein bisschen mehr dazu, damit ihr auch so versteht, was die Gründe sein können, wenn eben was nicht funktioniert. Und ja, ich denke, einer der wichtigsten Punkte ist wirklich, dass ihr die Maschine richtig einfädelt. Und da hat Andrea wirklich ein super Video dazu gemacht, wo sie wirklich komplett in die Nahaufnahme gegangen ist und euch das super gut gezeigt hat. Das werde ich euch die Ecke oder die Ecke, ich weiß es nie. In einer Ecke wird ein Video-Link erscheinen, genau, wo ihr euch das angucken könnt, wenn ihr das wirklich im Detail nochmal angucken könnt, wo ihr was einfädelt. Aber vielleicht kannst du kurz so ein bisschen auch noch die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Sehr, sehr gerne, ja. Ja, zum richtigen Einfädeln gehört natürlich dazu, dass die Spule mal richtig sitzt. Da kann man gut schauen, dass das Abwickeln auch wirklich auf diese Seite hier geht, also von oben auf diese Seite, oder wenn man es sich anders merken möchte, ist es unterhalb, geht es dann so weg mit diesem Faden. Dieser Faden, der kommt ja nachher nach da vorne, und weil bei diesen Spulen häufig hier so Einschnitte sind, damit man dann den Faden auch wieder sauber aufwickeln und verräumen kann, ist es ganz wichtig, dass man diese Kappen, die dabei sind, richtig nutzt. Also man nimmt immer eine Kappe, die etwas größer als der Durchmesser der Spule ist, setzt diese Kappe auf. Und dadurch wird dann dieser Faden wirklich über diese Kappe, die dann wirklich abgerundet ist, weitergeführt und man hat viel, viel weniger gerissene Fäden, als wenn man das nicht tut. Beziehungsweise das ist auf keinen Fall mehr der Grund für einen gerissenen Faden. Dann
ist alles sehr gut beschrieben bei dieser Maschine. Das ist hier unterhalb diese Führung durchgeht. Da hat man schöne Bilder dazu. Auch hier, wenn es nach unten geht, über die Fadenspannung wieder hoch zum Greifen. Und dann ist es wichtig beim 6er, das ist dieser Einfädelpunkt, der direkt über der Nadel steht, dass man da wirklich gut schaut, dass man den ganz nach hinten nimmt. Meistens braucht man da 2 Finger dazu, dass man das Ganze halten kann und zur Seite schieben, weil wenn er hier nicht richtig drin ist, das ist auch etwas, was man sehr, sehr häufig hört oder liest in den Foren, dass das der Grund war, dass dann die Fadenspannung überhaupt nicht gestimmt hat, dass das Stickbild nicht schön wird. Oder auch, dass das Einfädeln schon gar nicht klappt. Und wenn es dann zum Einfädeln geht, dann kann man von der Nummer 6 einfach hier unten über die Metallscheibe zur Nummer 7 gehen, kann es dann hier hinten, muss ich da schauen, wo sich das ganz genau befindet hier, kann man das wieder fahren, der Faden wird dann automatisch abgeschnitten und danach kann man das Einfädeln mit dieser Einfädelhilfe starten und hier ist wieder ein Punkt, den man häufiger liest, dass das Probleme gibt, weil diese Einfädelhilfe nach unten gedrückt wird und losgelassen, dann springt sie hoch. Das mache ich nie, ich halte diese Einfädelhilfe fest, fahre langsam nach unten und auch wieder langsam nach oben und dann ist die Nadel in der Regel gut eingefädelt. So, jetzt hat Andrea mal alles gezeigt, was oben schieflaufen kann und wo man drauf achten muss. Ich komme jetzt zum Thema, was hier unten schief gehen kann und wo man drauf achten sollte. Und das erste Thema ist, dass ihr hier eine Fadenspule verwendet, die durchsichtig ist. Ihr habt 2, die mitgeliefert werden. Verwendet auch die, wenn ihr irgendwelche metallenen verwendet, dann funktioniert dieser Sensor nicht mehr und er sieht zum Beispiel auch nicht, wann der Faden fast zu Ende ist. Das geht nur, wenn ihr diese durchsichtigen verwendet. Die könnt ihr in der Regel auch nachbestellen. Die gibt es auch auf Vorrat, wenn ihr jetzt mehr braucht als nur diese beiden. Also ich für mich zum Beispiel, ich werde sicher gucken, dass ich hier noch 2 habe, damit ich 2 schwarze und 2 weiße habe. Das ist das Thema Unterspule. Dann, was bei dem auch wichtig ist, dass das richtig schön aufgespult ist. Ihr seht das im Bild, könnt das erkennen. Das ist wirklich schön gleichmäßig aufgespult, weil ich das eben mit der Maschine aufgespult habe. Da habe ich euch auch ein Video gemacht, das verlinke ich euch oben auch. Versucht da nicht irgendwie das von Hand aufzudrehen, weil dann spult es das auch nicht schön ab und das kann auch zu Problemen führen. Von dem her, nehmt wirklich die Oberspule, um das neu aufzuspulen. Und hier kommt in der Regel ein Bobbin rein, das heißt ein Unterfaden, entweder schwarz oder weiß. Und die farbigen Garne verwendet ihr eigentlich dafür, wenn ihr unten das Bild seht. Zum Beispiel bei einem Lacing, wo ihr nachher den Stabilisierer mit Wasser auflöst und dann das ganze Bild seht, da würdet ihr zum Beispiel einen farbigen Unterfaden verwenden. Ein weiteres Thema, was hier passieren kann, ist, wenn ihr diese Abdeckung wegnehmt. Seid da bitte vorsichtig, weil das ist ein Plastik und diese beiden Noppen hier oben, die können durchaus leicht abbrechen, wenn ihr da ein bisschen zu stark dran herumschiebt und zieht. Guckt da wirklich drauf, dass ihr das auch vorsichtig wegnehmt. Dann ein weiterer Punkt, was wichtig ist, ihr spult ja hier mit einer ziemlichen Geschwindigkeit die ganze Zeit von diesem Unterfaden ab und da drinnen in diesem Fach können sich extrem viele Fussel auch sammeln und da wäre es wichtig, dass ihr die Fussel rausputzt. Upsi, schlüpfriges kleines Scheißerchen. Da könnt ihr einerseits das hier mit dem Bürstchen rausputzen oder was auch geht, ihr könnt hier die Abdeckung auch noch lösen. Auch hier bitte vorsichtig, kippt es so auf, weil auch hier habt ihr so 2 kleine Noppen, die brechen können. Und dann könntet ihr hier die Halterung für die Unterfadenspule auch rausnehmen
und dann das Ganze reinigen. Das war genau das Problem, was bei mir dann entstanden ist. Ich habe die nicht wieder richtig eingesetzt. Da müsst ihr wirklich darauf achten, dass die schön sitzt. Und ihr habt in der Anleitung, ne, die mitgeliefert wird, wirklich eine schöne Beschilderung, wie die richtig sitzen muss. Weil eben, das war das Problem, was bei mir entstanden ist. Ich hatte das rausgeputzt, die reingemacht, aber nicht richtig reingemacht. Alles wieder aufgebaut und als ich dann versucht habe weiter zu sticken, ist die rausgesprungen. Ja, ist nicht sehr gesund für das Gerät, wenn das passiert. Von dem her achtet darauf, dass ihr die wirklich schön einsetzt. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr eben das Ganze wieder schön hier reinmachen, den Unterfaden einfädeln. Das zeige ich euch jetzt nicht, wie genau ihr das machen müsst, weil da hat Andrea eben auch in ihrem Video, seht ihr das wirklich mit einer super schönen Nahaufnahme, wo der Faden durch muss. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass ihr den Faden, man hat ja die Tendenz, ne, wenn ich hier den Faden wechseln will, dass ich da einfach dran ziehe und den quasi rückwärts aus dem ganzen Ding, wo ich das eingefädelt habe, wieder rausziehe. Das solltet ihr nicht machen, sondern ihr schneidet den hier ab und dann könnt ihr wunderbar, wo ist mein Faden? Hier. Könnt ihr den wunderbar nach unten rausziehen. Ich weiß, man hat die Tendenz, dass man sagt, ja, ich will diesen Faden sparen, weil den kann ich ja verwenden. Ich will nicht zu viel Faden vergeuden. Was ihr aber damit macht, wenn ihr den rückwärts hochzieht, dass ihr diese ganzen Fusseln quasi hier dann in die ganzen Elemente reinzieht und so können die blockieren. Also hier wirklich wichtig, wenn ihr Faden wechselt, schneidet den oben ab und zieht den nach unten raus. Wieder. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Dann haben wir noch ein anderes Pünktchen. Das ist das, was ich in meinem Video manchmal zeige, manchmal aber auch nicht. Und das ist, dass ihr eigentlich, wenn ihr das Garn wechselt, dass ihr hier drauf bleibt, bis das dann orange leuchtet, weil dann ist die Maschine blockiert und es kann nichts passieren, dass ihr beispielsweise auf einen Knopf kommt und der dann weiter näht, während ihr hier unten mit den Fingern hantiert. Das wäre ganz schlecht, vor allem für eure Finger, weniger für die Maschine. Ja, also blockiert die Maschine, wenn ihr den Fadenwechsel macht und dann bleibt ihr auch wieder auf diesem Knopf drauf, um das zu entriegeln und ihr dann weiter sticken könnt. Das wäre noch so ein wichtiger Punkt. Und ich hatte das vorhin gesagt mit den Spulen, ne, ihr könnt, also ich habe ja die Maschine von Yasando, Andrea hat von Hobbyplotter, gibt auch andere natürlich Hersteller oder Händler, wo ihr die kaufen könnt. Da findet ihr bestimmt auch, dass ihr eben diese extra Spulen kaufen könnt. Und ich habe auch schon gehört, dass der 7x7 Rahmen demnächst kommen soll. Den werden wir euch, und Andrea, ich denke, den wirst du sicher auch zeigen. Ja, da kommen sicher dann auch noch Videos dazu. Jetzt hatte ich gesagt, ne, dass diese Noppen brechen können, wenn ihr da nicht vorsichtig seid. Was anderes, was auch brechen kann, ist natürlich die Nadel. Und da zeigt euch Andrea ein bisschen was dazu. Ja, und das ist mir auch tatsächlich passiert. Meine Nadel ist gebrochen. Komme noch darauf zurück, weshalb das passiert ist. Aber wenn die Nadel bricht, dann ist es häufig so, dass die Nadel ja unten ist, wenn sie bricht. Und dann ist diese Nadelspitze irgendwo in der Maschine. Und da ist wirklich wichtig, dass wenn das mal passiert, dass man sich auf die Suche macht nach dieser Nadelspitze. Es kann sein, dass die Nadelspitze sich im Stickmotiv drin befindet. Dann ist auch dort wichtig, dass man das natürlich wieder rauszieht und nicht, dass man sich nachher da sogar verletzen kann. Wenn die Nadel natürlich unten drin ist, dann konnte ich bei mir einfach die Spule rauslösen. Da lag dann auch irgendwo die Nadel. Ich habe dann ein Magnet genommen und das mit einem Magneten da wieder rausgenommen. Aber wichtig schon, dass man sich auf die Suche macht nach dieser Spitze und dass sie nicht irgendwo dann zu einem Defekt führt, weil sie irgendetwas da unten verklemmt oder kaputt macht. Wieso ist mir eigentlich diese Nadel gebrochen? Also bei mir war es jetzt so, dass ich ein Stickmotiv genommen habe, das eigentlich gar nicht für diesen 10x10 Rahmen, der da dabei ist, gedacht war.
und dann habe ich dieses Motiv verkleinert und zwar zu sehr verkleinert. Also ich habe mehr als 10-20% verkleinert und dann wurde dieses Stickmotiv so dick, dass die Nadel einfach nicht mehr durchkam und gebrochen ist. Eigentlich hätte ich das gewusst, dass man das nicht so verkleinern darf, aber ich habe mir dann gedacht, ja, vielleicht geht's noch, aber das ist keine gute Idee, das kann ich wirklich nicht empfehlen. Ganz allgemein ist es wichtig, dass man darauf achtet, dass man gute Stickmotive benutzt. Also es gibt auch immer mal wieder Rückfragen und wenn man sich dann das Stickmotiv anschaut, ist das Stickmotiv einfach nicht gut aufgebaut. Die Designer, die die Stickmotive machen, die stecken da häufig sehr, sehr viel Arbeit in so ein Stickmotiv, weil das halt von unten aufgebaut wird. Ich habe vor vielen Jahren auch selbst Stickmotive erstellt und da macht man eigentlich in der Regel immer so eine Konstruktion, kann man sagen, bei diesen Stickmotiven und baut dann das Stickmotiv auf. Man achtet darauf, dass es halt nicht zu dick wird, dass die Fäden wirklich nebeneinander und nicht allzu dick übereinander stehen. Also es kann auch da mal sein, dass wenn man ein Stickmotiv erwischt, das einfach nicht so gut digitalisiert ist, dass man das nicht verwenden kann. Ich empfehle deshalb auch in diesem Zusammenhang, wenn man ein Stickmotiv verwenden möchte für eine schöne Bluse, eine Jacke, dass man dieses Stickmotiv vielleicht mal auf einem ähnlichen Stoff vorstickt. Einen Stoff, den man dann auch wegwerfen kann, wenn etwas schief geht. Vielleicht merkt man dann, dass es von der Größe her nicht passt oder dass es von der Art und Weise, wie das Stickmotiv gemacht ist, nicht so ganz passen würde. Jetzt war mir ja die Nadel gebrochen. Ich habe die Nadelspitze wieder gefunden und jetzt kommt da eine neue Nadel rein. Und beim Wechseln der Nadel ist es so, dass ich hier einen Schlüssel habe, wo ich hier die Nadel lösen kann. Und wenn man die Nadel löst und man nicht genügend schnell ist, kann es sein, dass die Nadel dann sich wieder in dieses Loch verflüchtigt. Und obwohl das Loch nicht so groß ist, passiert das halt leider einfach ganz, ganz schnell. Da meine Empfehlung, ein ganz normales Stück Papier. Ich lege das immer hier hin. Man kann das auch mit einem Washi-Tape befestigen. Andere kleben auch hier vielleicht einfach ein Washi-Tape drauf. Und jetzt kann man die Nadel lösen und sie kann nirgends mehr hinfallen. Und auch beim Einsetzen der neuen Nadel besser dieses Papier noch hier lassen und dann klappt auch alles wunderbar. Wenn die Fadenspannung nicht stimmt, dann hat man auch immer ein schlechtes Stickbild. Wir haben gesehen, es kann sein, dass der Unterfaden da hochgezogen wird. Und diese Fadenspannung hier, die kennt man, die sieht man auch sehr gut auf den ersten Blick. Und hier hat man die Möglichkeit, bis zum Anschlag das positiv oder negativ zu beeinflussen mit der Spannung, also das anzuziehen oder zu lösen. Wenn das gar nicht helfen sollte, dann könnte natürlich noch sein, dass auch die Nadel mal auszuwechseln wäre. Das wäre die erste Möglichkeit, weil die Nadel vielleicht stumpf ist und das auch einen Einfluss auf die Fadenspannung haben könnte, weil das unten dann schlecht greift. Oder der letzte Schritt ist dann hier unten bei der Unterfadenspulenkapsel hat man auch eine kleine Schraube, die dann verwendet werden könnte, um die Fadenspannung des Unterfadens zu verändern. Und wenn da vielleicht mal was verstellt sein sollte, könnte das der Grund sein, dass man mit diesem Rad hier nicht wirklich die Fadenspannung richtig einstellen kann. Aber das ist wirklich dann der letzte Schritt. Wenn es hier nicht geht und auch alle anderen Einstellungen stimmen, dann könnte man dann mal diese Schraube noch prüfen. Ist in den Unterlagen übrigens wunderbar beschrieben. Jetzt hat Andrea euch ja gesagt, ne, dass bei ihr die Nadel gebrochen ist und was ihr machen könnt, wenn eben diese Nadel bricht. Aber bitte wartet nicht, bis euch die Nadel bricht und wechselt ihr erst dann aus, sondern Nadeln sind anders als vermutet beim Sticken tatsächlich eine Verbrauchsware. Man sagt eigentlich pro Nadel 8 Stunden Stickzeit und dann sollte die ausgetauscht werden. Das ist das eine, was wichtig ist bei den Nadeln. Das andere ist aber auch, dass ihr die richtige Nadel
verwendet fürs Richtige und richtig nicht nur im Sinn von wegen, ist sie antihaft beschichtet, ist sie für weiche Stoffe oder was auch immer, sondern es ist auch wichtig, dass die Größe von der Nadel stimmt für das, was ihr machen wollt und vor allem auch fürs Garn. Und das Garn sollte sauber drauf laufen, das hatte ich euch in auch im Video gezeigt, dass dies wirklich, wenn ihr die in den Faden reinhängt und die von rechts nach links quasi, da die Höhe ändert, mit diesem Faden, dass die schön selber laufen sollte, sonst ist das Öhr zu klein für den Faden, die ihr verwendet. Dann auch vom Garn her, es gibt verschiedene Obergarne, es gibt den Bobbin und dann gibt es noch so Sachen wie zum Beispiel einen Metallfaden. Es gibt solche, die sagen, ne, sie wollen Geld sparen und nehmen dann zum Beispiel den Faden, den sie noch von der Nähmaschine haben. Das wird so nicht so gut funktionieren. Da werdet ihr ziemlich häufig einen Fadenbruch haben, weil der Faden einfach nicht für das Sticken gemacht ist, für die Geschwindigkeit und den Zug, der da drauf ist. Das ist das eine. Und der Bobbin, der gehört als Unterfaden. Ein Bobbin ist ein Unterfaden, mit dem stickt ihr oben nicht, sondern das wird immer euer Unterfaden sein, der ist weiß oder schwarz. Ne? Nicht, dass ihr die vertauscht. Und, das hatte ich auch in meinem Video schon gesagt, ich würde davon abraten, gleich mal mit zum Beispiel einem Metallfaden zu starten, weil die brechen extrem gerne. Spart euch den so ein bisschen, fangt zuerst mit einem ganz normalen Stickgarn an. Da könnt ihr die Marke natürlich wählen, die ihr gerne mögt, aber Metallfaden würde ich zum Starten sein lassen. Und die dritte Komponente ist natürlich dann auch, dass ihr das richtige Vlies dann auch verwendet. Ich hatte euch das hier gezeigt, dass ihr euch das mal anguckt. Von Madeira zum Beispiel gibt es so ein Starter-Set. Das gibt es auch von anderen Anbietern. Ich habe da auch keine Aktien, Andrea glaube ich auch nicht. Wir empfehlen euch einfach das, was wir gerne verwenden. Und da habt ihr echt super viele Möglichkeiten. Was beim Vlies auch wichtig ist, neben dem, dass ihr eben für das Richtige dann auch das richtige Vlies verwendet, also was zu eurem Stoff passt oder zu dem passt, was ihr machen wollt, ist auch, dass ihr beim Aufspannen in den Rahmen drauf guckt, dass das ganze Ding trommelfest ist, ne? Dass das wirklich schön hier drinnen sitzt. Da könnt ihr auch so ein bisschen ziehen dran. Ne? Und was Andrea mir heute auch noch gesagt hat, wo ich gar nicht dran gedacht habe, weil für mich war es irgendwie logisch, ich nehme den Rahmen so runter, also mache ich den auch wieder so drauf. Das heißt, dieses Warnzeichen hier ist immer unten. Sehr wahrscheinlich ist es sogar möglich, dass man den dreht, aber wenn ihr dann versucht, das abzufotografieren, damit ihr das Motiv richtig platzieren könnt, dann würde ich mal behaupten, das wird nicht funktionieren, weil die Zeichen dann nicht stimmen. Also ihr könnt es ausprobieren, aber ich würde euch einfach anraten, wenn ihr da nicht in Probleme reinlaufen wollt, dass ihr den Rahmen immer so drauf spannt, dass ihr eben oben die Halterung habt, hier unten dieses Warnzeichen und ihr eben drauf guckt, dass das wirklich schön festgezurrt ist und ja, da wirklich fest sitzt und gut stabilisiert ist mit eben einem Vlies. Ihr habt es vielleicht bei mir gesehen und ich denke auch Andrea verwendet es gerne. Es gibt ja so ein Klebevlies, wo ich eine Beschichtung drauf habe oder so eine Folie drauf habe, die ich dann wegreißen kann und dann liegt eine Klebefläche hier. Das finde ich super zum Arbeiten damit. Da würde ich aber auf jeden Fall dann auch die Anti-Glue-Nadeln verwenden. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ihr hier so einen Sprühkleber verwendet. Da müsst ihr einfach so ein bisschen ein paar Sachen angucken. Also ich würde es auf jeden Fall nicht in der Nähe von der Maschine machen, weil da entsteht schon ein schöner Sprühnebel auch, wenn man den verwendet. Und beim Rahmen selber, ich würde es ja wahrscheinlich sogar machen, wenn ich jetzt das eher öfters mit dem Sprühzeitkleber arbeiten möchte, dass ich mir eine Schablone mache, wo ich den Rahmen kurz abdecken kann und dann wirklich nur hier innen drinne sprühe, wenn ich das dann besprühe, weil wenn ich ohne diese Schablone würde ich mir den ganzen Rahmen einsprühen. Wenn ich die Schablone wegnehme und nur das Material besprühe, dann liegt dann auch Sprühkleber da, wo ich nachher den Rahmen drauf mache. Also am besten vielleicht einfach eine Schablone
und dann habt ihr das Problem nicht und dann habt ihr eben diesen Sprühzeitkleber nur da, wo er hin soll. Und natürlich, es sollte Sprühzeitkleber sein und nicht ein fester Sprühkleber, der dann die ganze Zeit haftet. Also es sollte eine zeitlich begrenzte Haftung haben. Und auch da würde ich natürlich die Anti-Glue-Nadeln verwenden. Dann gehen wir wieder zu Andrea zu weiteren Tipps. Diese Maschine wird ja über die Artspira-App übers Handy bedient. Und die Technologie, die da angewendet wird, ist ja Bluetooth. Und da ist natürlich wichtig, dass man sich auch in der Nähe der Maschine befindet, während sie stickt, weil sonst könnte ja die Verbindung dann abgebrochen werden und dann muss man das Ganze nochmals aufnehmen. Bei so einer Maschine ist es sowieso von Vorteil, wenn man sich nicht allzu weit entfernt. Es könnte ja mal irgendwas sein, wo man eingreifen müsste und das ist immer gut, wenn man in der Nähe bleibt. Bei der kleinen Stickmaschine hier geht es ja auch nicht so lange, wenn sie am Sticken ist. Da kann man meist gut in der Umgebung noch irgendwas tun und in der Nähe bleiben. Was ich wichtig finde, ist, dass die Maschine wirklich auf einem guten Untergrund steht. Ich hatte die auch mal auf einem kleinen Tischchen betrieben, wo sie sich dann bewegt hat und das ist natürlich für die Maschine eher schlecht, weil da passiert so viel und so schnell, dass das wirklich auch wichtig ist, dass die ganz stabil steht und dann hat man auch da keine Probleme, dass da sich irgendwas lösen könnte durch diese zusätzliche Vibration. Viel oder oft hört man auch, dass es etwas dunkel ist hier unten drin. Gerade beim Einfädeln wäre man vielleicht über etwas Licht froh. Einige stellen sich ein Licht daneben als Lichtquelle. Ich habe herausgefunden, dass es hier unten so eine Stelle gibt, die sich eigentlich auch gut eignet, um ein kleines Licht anzubringen. Da gibt es zum Beispiel von IKEA Drucklichter, die man durch Berührung einschalten kann. Die gibt es mit Kabel oder auch ohne. Ich habe sogar ein Kabel gewählt, wo ich das einstecke. Andere habe ich schon gesehen, dass sie jetzt ein Licht gewählt haben, das mit einer Knopfbatterie dann leuchtet. Also da kann man sich ziemlich schnell Abhilfe beschaffen und muss da nicht denken, dass das nicht gut ist, dass die Maschine kein Licht hat. Wenn man sie transportieren möchte, gibt es hier auf der Seite so ein Dreieck. Und dieses Dreieck, das zeigt einem an, dass es hier unten drin, ich zeige das mal, eine Öffnung hat und die eignet sich wirklich fürs Tragen der Maschine. Also hier mit der Hand reingreifen und auf der Unterseite kann man gut an diese Stange tragen und dann kann man die Maschine tragen. Also nicht, dass man da irgendwo hier hinten an diesem Rädchen zum Beispiel dann das Ganze trägt oder wenn man es länger trägt, auch, dass man da irgendwas hält, weil das könnte dann auf jeden Fall auch abbrechen und kaputt gehen. So, jetzt haben wir euch ganz viele Sachen erzählt, was alles schief gehen kann und ich würde aber sagen, tendenziell habt Geduld mit euch, das ist das Allerwichtigste, weil man unterschätzt so ein bisschen, man denkt so, wir verwenden viele Maschinen oder wir haben auch schon genäht, wird schon klappen. Das ist ein komplett neues Gebiet. Ein Sticken ist was anderes als Plotten, es ist auch was anderes als Nähen. Von dem her hat das seine ganz eigenen Tücken und natürlich auch Freuden. Das sind ja nicht nur Tücken. Und ja, habt da Geduld mit euch, nehmt euch wirklich die Zeit, euch Videos anzugucken. Auch Plotter selber hat super Videos, Hobbyplotter hat super Videos. Ich habe Videos, Andrea hat Videos, da findet ihr wirklich super viele Sachen und wo ihr euch so ein bisschen schlau machen könnt. Und ich möchte es einfach nochmal erwähnen, weil mir hat das Buch extrem geholfen. Ich verlinke es euch auch nochmal. Da habt ihr diese ganzen Grundlagen auch drin. Und wenn das alles dann noch nicht hilft, Andrea, was machen wir dann? Ja, wenn das alles nicht hilft, dann wird es wahrscheinlich doch ein Problem sein mit dem Gerät. In seltenen Fällen kann das auch vorkommen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich dann beim Händler meldet. Und zwar nicht bei einem Händler, sondern da empfehle ich wirklich unbedingt bei dem Händler, sich zurückzumelden, wo man die Maschine auch gekauft hat. Da hat man dann den Vorteil, vor allem wenn man einen lokalen Händler, einen Fachhändler berücksichtigt, dass man da auch wirklich zuerst mal eventuell sogar Hilfe bekommt, dass es doch noch etwas sein könnte, was nicht repariert werden müsste. Und wenn es zur Reparatur kommt,
habe ich zum Beispiel hier in der Schweiz mit Yasando gesprochen. Wenn Sie Maschinen verkaufen, nehmen Sie die wirklich auch immer zurück, damit die dann repariert werden. Ich habe in Deutschland mit Hobbyplotter gesprochen. Die haben sogar Mechaniker, die geschult sind von Brother und können die Geräte dann auch reparieren. Ersatzteile sind erhältlich und das ist halt nicht der Fall, wenn man zu irgendeinem Nähmaschinenhändler geht. Der ist zwar Fachperson mit Näh- und Stickmaschinen, aber manchmal ist diese Maschine da gar nicht im Sortiment und da kann einem dann auch nicht geholfen werden. Ich denke, weil du gesagt hast, die reparieren, man muss natürlich auch immer Garantiesachen angucken. Also wenn ich selber schuld bin und wirklich was komplett mit der Maschine machen, was man so nicht machen sollte, dann könnt ihr natürlich dann nicht sagen, macht das wieder ganz, ich habe die bei euch gekauft, sondern man muss dann auch schon ein bisschen unterscheiden, was ist ein Garantiefall und was nicht. Das heißt, wo können dann zusätzliche Kosten entstehen, weil ich es einfach falsch genutzt habe. Ne? Genau, deshalb ist natürlich wichtig, dass man sich wirklich auch Zeit nimmt für das neue Gerät, wie du schon gesagt hast. Also nicht noch, ich mache jetzt schnell und morgen ist ein Geburtstag, ich möchte ein Geschenk. Das sollte am Anfang sicher nicht passieren, dann nimmt man sich besser Zeit, damit man die Maschine kennenlernt und dann kann man mit der Zeit dann auch mal ein Expressgeschenk mit der Maschine machen, weil man es dann auch besser versteht. Genau. Jo, ich hoffe, euch haben diese ganzen vielen Tipps weitergeholfen. Es hat Wiederholungen dabei von Andreas Videos, von meinen Videos, ist uns klar. Aber ich habe auch nicht, und am Anfang hatte ich so das Gefühl, da läuft was schief, weil ich so ziemlich Rückmeldung bekommen habe, dass sie die Maschinen zurückgeben mussten. Und da dachte ich so, oha. Aber das ist ziemlich schnell bei mir ja zum Beispiel abgeflaut. Da kam gar nicht mehr so viel. Von dem her denke ich, dass sehr viele damit wirklich glücklich sind oder dann einfach halt geguckt haben, ne, was könnten sie dazu beitragen, dass das dann auch wirklich funktioniert. Und eben, wie du sagst, kann durchaus mal sein, dass es wirklich an der Maschine liegt. Aber ich finde es immer schön, wenn man so ein bisschen tüftelt und zuerst mal sich selber hinterfragt, kann ich was anderes machen und nicht gleich der Maschine die Schuld gibt. Ja, genau. Jo, und ja, eben, wie gesagt, vielen Dank, Andrea, dass du hier warst und auch deine Erfahrungen und deine Tipps geteilt hast. Und ich werde euch auf jeden Fall am Schluss beide unsere Kanäle verlinken, dass ihr auch den direkten Link zu Andrea habt, weil da findet ihr wirklich auch ganz viele coole Videos. Vielen Dank, Andrea. Herzlichen Dank und danke schön, dass ich dabei sein durfte bei diesem spannenden und hoffentlich hilfreichen Video. Ja, super. Bis bald. Tschüss.